Wenn Sie auf der Suche nach einem einfach zu bedienenden Routenplaner sind, dann sind Sie hier genau richtig. Willkommen zum Basistutorial für unsere brandneue App GS-Route. In diesem Video erfahren Sie, wie Sie diese App installieren und gleich loslegen. Viel Spaß! Grundlage für GS-Route war die Windows Store App Track of the Day. Wir haben sie in all ihre Einzelteile zerlegt und einen neuen Routenplaner ohne Overhead erstellt, den wirklich jeder versteht. In dieser App gibt es nur Funktionen, die du unbedingt für die Routenplanung benötigst. Professionelle Funktionen wie Wettervorhersagen, künstliche Intelligenz und vieles mehr gibt es hier nicht. Wenn Sie all das irgendwann einmal haben möchten, können Sie kostenlos auf Track of the Day aufsteigen. Beginnen wir mit der Installation. Sie öffnen die Windows Store App auf Ihrem Computer und suchen nach GS-Route. Die Installation ist einfach, es ist nur ein einziger Klick. Wie das funktioniert, sehen Sie hier. Wir starten GS-Route nun zum ersten Mal. Es öffnet sich eine Webseite mit einer Einleitung. Sie können es später jederzeit wieder öffnen, indem Sie die Taste F1 drücken. Hier sehen wir die Benutzeroberfläche. Es gibt ein einfaches Hauptmenü. Oben links finden Sie ein Suchfeld. Außerdem kann zwischen schneller und kurvenreicher Routenführung gewählt oder die aktuelle Karte ausgewählt werden. Unterhalb des Suchfeldes kann man das Quick Routing starten, später mehr dazu. Am oberen rechten Rand kann die Benutzeroberfläche vergrößert und verkleinert werden. Dies kann in Schritten von jeweils 10% oder durch Drehen des Mausrads bei gedrückter Steuerungstaste erfolgen. Ganz links befindet sich ein Archiv für GPX-Tracks und Routen. Es gibt auch zwei Listen, in denen Tracks und Routen geändert werden können. Tracks und Routen sehen sehr ähnlich aus, sind aber sehr unterschiedlich. Normalerweise zeichnet man Tracks auf, um später sehen zu können, wo man war. Routen werden für die Navigation verwendet. Routen können auf einem Navigationsgerät neu berechnet werden, Tracks nicht. Die Kurven, die schönsten Straßen. Dein Weg ist dein Ziel, dein Motorrad wird es lieben. Auf der rechten Seite befindet sich ein großes Kartensteuerelement, das 10 verschiedene Karten anzeigen kann, darunter Microsoft Azure Maps, Google Maps, Here Maps, die Michelin Maps und vieles mehr. Es macht Spaß, die Exporte ist einfach, ganz egal ob Navigator oder App. Nur ein Klick und alles ist verfügbar. Nur den Motor starten und schon Wenn Sie in einer Karte auf eine Straße klicken, öffnet sich ein Pop-up, über das unter anderem ein Google Street View Fenster geöffnet werden kann. die besten Straßen geht. Panorama ohne Ende geht. Weil Spaß macht. Beim ersten Mal muss man sich mit seinem Google Maps Konto anmelden. Danach kann man das Pop-up öffnen und sich überall mit Google Street View umsehen. Diese Webseite kann in einem internen Webbrowser geöffnet werden, der mit den Funktionen des Docking-Fensters einfach platziert werden kann. Wie das funktioniert, sehen Sie hier. Die Karte und die Street View Fenster sind miteinander verknüpft.
Wird im Street View-Fenster ein anderer Ort ausgewählt, wird dieser Ort auch im Kartensteuerelement angezeigt. Die Symbolleiste des integrierten Webbrowsers enthält 3 Schaltflächen zum Erstellen einer Route von Ihrem aktuellen Standort zum angeklickten Ort oder umgekehrt. Auch das Hinzufügen von Via-Punkten zu bestehenden Routen ist möglich. Die Street View-Webseite kann mit nur einem Klick auf die Standard-Google Maps-Seite umgeschaltet werden. Wenn die Globus-Ansicht aktiviert ist, kann die Satellitenansicht in ein vollständiges 3D verschoben werden, indem Sie einfach die Steuerung-Taste gedrückt halten und die Karte mit gedrückter linker Maustaste verschieben. Hier können Sie Points of Interest auswählen und diese direkt für die Routenplanung verwenden. So ist die Kurven, die schönsten Straßen. Sein Weg ist ein Ziel. Um Street View wieder zu aktivieren, klicken Sie einfach auf eine Straße und öffnen Sie die Street View-Seite mit dem kleinen Pop-up am unteren Rand. Kurven ohne Ende. GS-Route, so super einfach. GS-Route, Panoramastrecken, es macht Spaß. Das Thema Navigation ist komplex und jeder Hersteller macht hier etwas anderes. Fast alle Geräte und Apps können Routen laden, berechnen diese aber in der Regel neu, so dass die Route oft eine andere Route ergibt, als Sie bei der Planung gesehen haben. Nur den Motor Start und schon geht's los. GS-Route, das ist so einfach. GS-Route, die beste Straße. GS-Route, Panorama ohne Ende, weil Spaß macht. GS-Route wirkt dem mit der AIA-Funktion für den Routenexport entgegen. Bei einem AIA-Export werden automatisch zusätzliche Routenpunkte eingestreut, sodass jede Neuberechnung so nah wie möglich an der ursprünglichen Planung liegt. Das ist so einst einfach, ganz egal ob Navigator oder App. Nur ein Klick und alles ist verfügbar. Nur den Motor starten und schon geht's los. GS, das ist so einfach, die besten Straßen. GS, Panorama ohne Ende, weil Spaß macht. GS, 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 Route, GS, Route. Das ist so, geht einfach, die schönsten Straßen. Dein Weg ist dein Ziel, dein Motorrad wird es lieben. Installiere es. Geräte von Garmin, TomTom und dem neuen BMW Connected Ride Navigator können auch Tracks laden und anzeigen. Die Vor- und Nachteile der Verwendung von Tracks werden in einem späteren Video erklärt. An dieser Stelle nur der Hinweis, dass Sie mit GS-Route Tracks in Routen und Routen in Tracks umwandeln können. Beim Exportieren von geplanten Routen können Sie neben der Route auch einen oder mehrere Tracks exportieren, dazu später mehr. Für den vollen Funktionsumfang installieren wir zunächst eine Pro-Lizenz aus dem Track of the Day Webshop. So können Sie alle Funktionen freischalten und später bei Bedarf kostenlos auf Track of the Day umsteigen. Über das Hauptmenü öffnen wir die Einstellungen. Im Abschnitt Allgemeine Einstellungen klicken wir oben links auf Lizenzschlüssel. Der Webshop von Track of the Day wird jetzt geöffnet. Nun beziehen wir eine Pro-Lizenz. Das Shopsystem sendet automatisch eine E-Mail an die angegebene E-Mail-Adresse mit einer Rechnung und dem Lizenzschlüssel. In dieser E-Mail doppelklicken wir auf den Lizenzschlüssel und wählen Kopieren. Die lange Zeichenfolge befindet sich jetzt in der Windows-Zwischenablage. Wir schließen den E-Mail- und Webshop und klicken in den Einstellungen oben rechts auf den Button mit dem Stift. Es öffnet sich der Dialog zur Verwaltung der Lizenzen. Hier fügen wir den Lizenzschlüssel ein. Wir müssen darauf achten, dass am Ende keine Leerzeichen oder Sonderzeichen stehen. Nun geben wir einen Spitznamen, unsere E-Mail-Adresse und ein Passwort ein. Dann klicken wir auf Lizenz registrieren. Die Lizenz ist nun per Track of the Day in der Cloud registriert und gilt nun für den angegebenen Zeitraum. Nach Ablauf dieser Frist müssen Sie nichts weiter tun. GS-Route ist automatisch wieder funktional eingeschränkt. Eine neue Lizenz kann jederzeit erworben und registriert werden.
Nach der Registrierung sollten Sie die Anmeldeinformationen speichern, damit die Lizenz wiederhergestellt werden kann, falls etwas neu installiert werden muss. Jede Lizenz kann nur einmal in der Cloud registriert werden. Auf privaten Rechnern sind jedoch bis zu 10 Installationen möglich. Für weitere private Installationen laden Sie die zuvor gespeicherten Zugangsdaten und klicken auf Lizenz wiederherstellen. GS-Route und Track of the Day können parallel auf demselben Rechner installiert werden. Wenn Sie sich mit dem Prozess der Routenplanung nicht vertraut fühlen, können Sie sich mit dieser sehr einfachen App langsam an dieses komplexe Thema herantasten. Okay, beginnen wir mit der Planung einer ersten Route. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dies zu tun. Für das erste Beispiel verwenden wir die Suchfunktion für Städtenamen. Wir wollen mit dem Motorrad vom Genfersee in der Schweiz bis nach Nizza in Südfrankreich fahren. Wir wollen in Thonon-les-Bains starten. In der Suche geben wir Thonon ein und klicken auf das Symbol für den Start einer Route. Danach geben wir in Nizza ein und klicken auf das Symbol für das Ende einer Route. Start und Ziel werden nun an den Routingdienst Microsoft Azure Maps gesendet und kurz darauf wird das Ergebnis angezeigt. Nun verbessern wir die Route und geben Städtenamen wie Val d'Isere, Briançon und Peone ein. In der Trefferliste klicken wir dazu jeweils auf das Symbol, um einen neuen Routenpunkt einzufügen. Mit minimalem Aufwand haben wir nun eine erste superkurvige Motorradstrecke erstellt, die wirklich viel Spaß machen wird. Als nächstes exportieren wir diese Route beispielhaft in den neuen BMW Connected Ride Navigator. Der CRN eignet sich hervorragend zum Navigieren mit Tracks. Sollten Sie während der Tour auf unerwartete Hindernisse stoßen, können Sie diese umfahren und das BMW CRN führt Sie automatisch zurück auf den geplanten Track. Das funktioniert sehr gut und ist das wichtigste Feature des neuen BMW CRN und der zugehörigen BMW App. Für den Export verbinden wir den BMW CRN über ein USB-Kabel mit unserem Computer. Dann öffnen wir in den Einstellungen den Abschnitt Gerät und klicken auf Unterstützte Geräte automatisch erkennen. Die CRN wird nun erkannt und zur Liste der bekannten Geräte hinzugefügt. In Zukunft wird er automatisch erkannt, wenn eine USB-Verbindung hergestellt wird. Wir schließen die Einstellungen und klicken im Hauptmenü unter Route auf Route exportieren. Das Dialogfeld Route exportieren wird geöffnet. Wir schalten den Filter aus und wählen hier die Voreinstellung für den BMW CRN aus. Dass ein USB-Kabel verwendet wird, erkennen wir an dem USB-Symbol in der Titelleiste. Welche Einstellungen für den Export verwendet werden, sehen wir, indem wir auf das Stiftsymbol in der oberen rechten Ecke klicken. Jede Exporteinstellung verfügt über 3 Registerkarten. Dort können die Einstellungen konfiguriert und Beispielbilder hinzugefügt werden. Zusätzlich kann eine Beschreibung erstellt werden. Für unser Beispiel exportieren wir eine GPX-Route und einen zusätzlichen GPX-Track. Es ist wichtig zu verstehen, dass Track und Route hier in derselben GPX-Datei enthalten sind. GPX-Dateien sind wie ein ZIP-Archiv, was wichtig ist. Bei einem ZIP-Archiv ist es nicht wichtig, wie es heißt, entscheidend ist nur, was darin enthalten ist. Ein häufiger Fehler ist es, eine GPX-Datei umzubenennen und sich darüber zu wundern, dass eine Route immer noch den gleichen Namen hat wie bei der vorherigen Routenplanung. Wenn Sie den Namen eines Tracks oder einer Route umbenennen möchten, müssen Sie dies innerhalb der Listen der Tracks und Routen tun oder einen separaten Texteditor verwenden. Kommen wir zum zweiten Beispiel. Nun planen wir eine Route für eine Motorradreise auf Lanzarote. Wir lassen das Suchfeld leer und klicken einfach auf das Symbol mit der kleinen Lupe. Google Maps wird geöffnet. Hier sehen wir nun alle Orte, die wir in der Vergangenheit auf Google Maps markiert haben. Ich zoome nun auf die Google-Karte hinein und finde die Firma Lanzarote Motorrental in Puerto del Carmen, die ich zuvor markiert habe. Ich docke das Google Maps Fenster wieder an eine Ecke des Desktops an. Um hier eine neue Motorradtour zu starten, klicke ich in der Navigationsleiste des Webbrowsers auf das Symbol für Route hier starten. Der Startpunkt wird nun auf der Karte angezeigt. In der Google Map wähle ich nun der Reihe nach die Orte aus, die ich bei früheren Recherchen in Google Maps markiert habe. Für jeden Ort klicke ich auf das Symbol für Route hier.
Der neue Routenpunkt wird auf der Karte sichtbar und die Route wird bis zu diesem Punkt erweitert. Blendet man die Infoleiste ein, werden die Distanz und viele weitere Informationen zur aktuellen Route angezeigt. The Explorer is super easy, no matter what you use. Just one quick Kommen wir zum dritten Beispiel. Jetzt planen wir eine Route für einen Besuch auf Gran Canaria. Wenn weder ein Track noch eine Route ausgewählt ist, wird die Schaltfläche Route erstellen unterhalb des Suchfelds angezeigt. Wenn Sie hier klicken, öffnet sich die schnelle Routenerstellung, das sogenannte Quick Routing. Diese Form der Routenerstellung eignet sich sehr gut, wenn Sie bereits über Ortskenntnisse verfügen oder Straßen anhand ihres Verlaufs auswählen möchten. Bevor es losgeht, wählen wir die Toplus-Karte aus, die auch kleine kurvige Nebenstraßen sehr schön einblendet. Nun erstellen wir mit wenigen Klicks eine Rundreise. Wir starten in der Hauptstadt Las Palmas und verlängern die Route mit jedem Klick um ein weiteres Segment, bis sie wieder zum Ausgangspunkt führt. Mit dem Inspektor können wir das Höhenprofil der Route anzeigen. In der Infozeile sehen Sie die Entfernung und die geschätzte Fahrzeit. Alle Routenpunkte können frei verschoben werden, um die Route zu ändern. Um die Routenplanung abzuschließen, klicken wir auf den Button mit dem Plus-Symbol. Die neue Route wird nun in der Liste der Routen angezeigt und kann auf ein Navigationsgerät exportiert werden. Nun möchte ich eine Route in den Pyrenäen nutzen, um eine Form der Routenplanung zu zeigen, die alles vereint, was in dieser App möglich ist. Ausgangspunkt ist Perpignan im sonnigen Süden Frankreichs. Wir suchen uns mit Google Maps ein Hotel und starten dort die Route. Nun wählen wir die Michelin-Karte aus, auf der touristisch attraktive Straßen mit einer zusätzlichen grünen Linie markiert sind. Klickt man nun mit der Maus auf die Karte, öffnet sich ein kleines Pop-up, das verschiedene Aktionen anbietet. Sie können den angeklickten Ort in Google Street View öffnen, den Routeneditor öffnen, einen neuen Punkt am Ende der Route hinzufügen, einen Zwischenpunkt zwischen zwei Routenpunkten einfügen, den ausgewählten Routenpunkt verschieben oder einen neuen Routenpunkt nach dem aktiven Routenpunkt einfügen. Ich öffne nun den Routeneditor, der alle Wegpunkte in einer Tabelle auflistet und viele weitere Optionen bietet. Nutzer von Garmin-Geräten können hier das Auto-Shopping oder das manuelle Shaping aktivieren. Im Automodus sind alle Punkte zwischen Start und Ende zunächst ein Shopping-Punkt.
Wenn Sie an einem Routenpunkt eine Pause konfigurieren, wird dieser automatisch zu einem Via-Punkt. In der Garmin-Welt werden diese Punkte auch Alarmpunkte genannt, weil man sie anfahren oder explizit überspringen muss. Ein solcher Alarm wird durch ein kleines Lautsprechersymbol symbolisiert. Im Routeneditor kann die Reihenfolge der Wegpunkte einfach geändert werden. Es gibt eine Adresssuche, und Sie können die Namen der Routenpunkte auch manuell festlegen. An dieser Stelle möchte ich erwähnen, dass diese Anwendung einen speziellen Caching-Mechanismus verwendet. Alle neu erstellten Tracks und Routen werden automatisch auf der Festplatte des lokalen Rechners gespeichert und beim nächsten Start wieder geladen. Wenn Sie versehentlich eine Route oder einen Track innerhalb von GS-Route gelöscht haben, können Sie dieses Element in den meisten Fällen per Drag and Drop aus dem Cache-Verzeichnis laden. Wie Sie das Cache-Verzeichnis finden, sehen Sie hier. Wenn Sie die angezeigten GPX-Dateien nach Datum und Uhrzeit sortieren, können Sie das zuletzt erstellte Element leicht finden. Alle GPX-Dateien können direkt per Drag and Drop geöffnet werden. Hier sehen Sie, wie es funktioniert. Alle hier gezeigten Aktionen funktionieren in dem viel komplexeren Produkt Track of the Day auf die gleiche Weise. Wenn Sie also mit GS-Route umgehen können, können Sie auch Track of the Day bedienen. Nachdem Sie von einer längeren Motorradreise zurückgekehrt sind, möchten Sie vielleicht mit der Planung des nächsten Abenteuers beginnen. Um den Arbeitsbereich aufzuräumen, können Sie die alten Tracks und Routen in das Archiv verschieben. Das Archivsteuerelement kann einen Abschnitt der Festplatte auf Ihrem Computer und den Inhalt von GPX-Dateien anzeigen. Jedes Verzeichnis auf der Festplatte Ihres Computers kann als Archiv verwendet werden. GS-Route installiert beim ersten Start ein Standardarchiv und einige GPX-Dateien. Wir können es hier sehen. Um einen neuen Ordner zu erstellen, wählen Sie einfach den übergeordneten Ordner aus und klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem Plus-Symbol. Geben Sie dann einen Namen ein und klicken Sie auf OK. Der neue Ordner wird nun auf der Festplatte Ihres Computers erstellt. Um eine Route eines Tracks in diesen Ordner zu verschieben, ziehen Sie einfach Tracks oder Routen per Drag and Drop auf einen Ordner innerhalb des Archivs. Es ist auch möglich, alle geladenen Tracks und Routen in ein Verzeichnis im Archiv oder an einem anderen Ort auf Ihrem Computer zu exportieren. Um eine Route oder einen Track zu öffnen und zu ändern, doppelklicken Sie einfach auf das, was Sie bearbeiten möchten. Um ein bestimmtes Element in größeren Archivstrukturen zu finden, geben Sie einfach den Namen des gesuchten Elements in das Suchfeld des Archivsteuerelements ein. Ist ein Archivordner ausgewählt, können alle enthaltenen Tracks und Routen mit einem Klick importiert werden. Wie das funktioniert, sehen Sie hier. Bei Fragen oder Problemen finden Sie in der Track of the Day Community bei Facebook schnelle Hilfe. Vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß und Erfolg mit diesem sehr coolen neuen Routenplaner. GS Route.